Hallo und willkommen in meiner Küche. In der kalten Jahreszeit gibt es bei uns immer einen Stollen Dresdner Art. Ich verwende das Rezept eines Konditormeisters, das in dem Buch Festliches Backen von Bernd Heinemann und Adolf Andersen veröffentlicht ist. Das Rezept habe ich ein ganz klein wenig abgewandelt, aber im Großen und Ganzen halte ich mich daran. Zunächst einmal werden 500 Gramm Rosinen in 3 Esslöffeln Rum eingeweicht. Das macht man spätestens am Vorabend des Backtages oder aber ruhig schon ein paar Tage im Vorhinein. Man kann helle oder dunkle Rosinen nehmen, Hauptsache sie sind nicht zu groß. Ich gebe sie gerne in ein Glas und drehe es häufig hin und her, so dass sich der Rum gut verteilen kann. Der Stollen wird mit viel Butter und ohne Eier gebacken, weswegen in diesem Rezept ein Zwillingsteig gemacht wird. Keine Panik, das ist machbar. Man beginnt mit der Vorbereitung der Teige am Abend vor dem Backtag. Für den Hauptteig wird in eine Schüssel in Stücke geschnittene Butter gegeben, und zwar 210 Gramm. Dazu kommen 8 Gramm Salz, welche nicht geschätzt, sondern abgewogen werden sollten. Des Weiteren kommen 80 Gramm Marzipan-Rohmasse zur Butter. Sie wird gleich in Würfel geschnitten dazugegeben, dann kommt der Teig später besser zusammen. Von einer halben Bio-Zitrone wird die Schale abgerieben bzw. Zesten gerissen, welche ebenfalls in den Teig kommt. Hier habe ich eine halbe Vanilleschote. Sie wird für ca. 5 Sekunden, bitte auf keinen Fall länger, in die Mikrowelle gegeben. Dadurch wird sie schön weich und lässt sich einfacher aufschneiden und auskratzen. Die Vanille wird ebenfalls zur Butter gegeben. Schließlich und endlich werden noch 200 Gramm Mehl abgewogen und zur Butter gegeben. Und ja, in diesem Teig ist mehr Butter als Mehl. Alles wird vermengt, bis ein glatter Teig entstanden ist. Der Teig wird in eine Schüssel oder Tüte gegeben und über Nacht im Kühlschrank gelagert, damit sich die Aromen der Zutaten entfalten können. Wir sind aber noch nicht fertig. In derselben Rührschüssel wird nun noch der Vorteig angesetzt. Hinein kommen zunächst 200 Gramm Mehl. Ich habe übrigens Dinkelmehl genommen. Dazu kommen 50 Gramm Honig. Das hier ist ein guter Sahnelöffel voll. Ich hatte hier Glück, denn die Menge kam genau hin. Wenn der Honig fest ist, macht das nichts. Zu Mehl und Honig kommen nun 100 Gramm Milch. Die Milch muss kalt sein. Sie braucht und darf nicht vorgewärmt werden. Je kälter sie ist, desto besser. Jetzt wird die Hefe dazugegeben, und zwar 50 Gramm. Das ist mehr als ein Päckchen. Es ist ziemlich viel, aber in diesem Punkt halte ich mich an das Rezept der Herren Konditoren. Ohne weitere Wartezeit lasse ich nun den Teig kneten. Es ist keine große Menge Mehl, und wenn man den Knethaken nimmt, so wie hier, erzielt man kein gutes Ergebnis, da der Teig nicht wirklich erfasst wird. Besser den Flachrührer verwenden. Den Teig habe ich nur 2 Minuten kneten lassen, bis er schön zusammengekommen und geschmeidig geworden ist. Dieser Teig kommt unter einer Schicht Mehl ebenfalls über Nacht in den Kühlschrank. Dazu kommt er in eine große Dose, denn er wird noch ein wenig aufgehen, da die Hefe den Zucker des Honigs verstoffwechseln wird. Ich bin aber immer noch nicht ganz fertig. Es werden noch 30 Gramm Mandeln benötigt, die ich noch kurz überbrühe, kalt abschrecke und aus ihrer Haut drücke. Anschließend werden sie noch einmal abgespült und können dann über Nacht trocknen. Außerdem benötigt man noch Orangat und Zitronat. Das mag ich aber nicht besonders, weswegen ich hier kandierte Orangen habe. Die Scheiben müssen noch in feine Würfel geschnitten werden. Das ist die erste Abweichung vom Rezept, die Mengenangaben bleiben aber gleich. So, jetzt bin ich fürs Erste fertig mit meinen Vorbereitungen am Vorabend. Am nächsten Morgen kann der Backofen schon mal auf 170 Grad vorgeheizt werden, denn die Mandeln können für 10 Minuten leicht angeröstet werden. Beim Kochen und Backen geht es ja immer auch um die Röstaromen, und deswegen mache ich mir immer diese kleine extra Mühe, auch wenn es im Rezept so nicht angegeben ist. Anschließend werden die Mandeln grob gehackt. Die Rosinen werden mit den Würfeln der kandierten Orangen vermischt, damit diese nicht aneinander kleben bleiben. Der Backofen wird jetzt auf 200 Grad eingestellt. Hier ist der Hefeteig vom Vorabend. Oben links sieht man, wie er anfangs aussah. Er hat sein Volumen ungefähr verdoppelt. Er wird auf die Arbeitsfläche gegeben und auseinander gezogen.
Darauf gebe ich den anderen Teig, den ich in Stücke zerreiße und darauf verteile. Diese beiden Teige knete ich nun so lange, bis sie einigermaßen gut vermischt sind und man sie nicht mehr als zwei verschiedene Teige erkennen kann. Ich mache das gerne von Hand, denn beide Teige sind durch den Aufenthalt im Kühlschrank recht kalt und so können sie etwas Handwärme aufnehmen. Der schwarze Fleck ist etwas schale von der Vanilleschote und kommt natürlich raus. Jetzt müssen noch die Rosinen eingearbeitet werden. Der Teig wird also wieder auseinandergezogen und die Rosinen darauf verteilt. Ich frage mich jedes Mal, ob diese Menge nicht doch ein Irrtum ist, denn es scheinen immer zu viele Rosinen zu sein und man zweifelt, dass man diese Menge auch in den Teig einarbeiten kann. Aber es geht. Einfach immer weiter kneten und irgendwann kommt der Teig zusammen. Auch diesen Arbeitsgang erledige ich gerne von Hand, da die Haken der Maschine die Rosinen wohl zerquetschen würden und das wäre schade. Bis jetzt habe ich noch nicht die Mandeln eingeknetet, also wird der Teig wieder flach gedrückt und die Mandeln verteilt und alles eingearbeitet. Der Teig wird halbiert und zwei runde Laibe geformt. Diese müssen nun unbedingt 20 Minuten ruhen, damit der Teig später nicht reißt. Die Zeit kann man dafür nutzen, 200 Gramm Marzipan-Rohmasse in 2 Rollen zu formen. Dazu wird das Marzipan der Länge nach halbiert, rund geformt und so lange gerollt, bis die Rolle ca. 20 cm lang ist, was ungefähr einer Handspanne entspricht. Jetzt können die Stollen geformt werden. Dazu zieht man die Teigkugeln in die Form eines Rechtecks von vielleicht 10 x 20 cm Kantenlänge. Rosinen, die außen liegen, entferne ich, denn sie werden ohnehin herausfallen. Die hintere Hälfte wird mittels eines Rollholzes etwas ausgerollt, sodass diese Hälfte knapp doppelt so breit wird. Die vordere Hälfte wird mit dem Rollholz einfach nur eingedrückt, sodass eine Art Rille entsteht. In die Mitte wird die Marzipanrolle gelegt. Nun wird die hintere Hälfte nach vorne gefaltet und in der Rille festgedrückt. Hier und da entferne ich noch ein paar Rosinen, die zu sehr aus dem Teig herausschauen, und verstaue sie an einem besseren Plätzchen. Der Stollen kommt auf das Backblech zu seinem Kumpel und beide werden nach 20 Minuten Schönheitsschlaf, damit ein Reißen des Teiges verhindert wird, in den Ofen geschoben. Dort bleiben sie zunächst für 15 Minuten bei 200 Grad Celsius. Dann wird die Hitze auf 170 Grad reduziert und die Stollen werden dann noch weitere 45 Minuten gebacken. Während der letzten 10 Minuten Backzeit gebe ich einen Topf mit 200 Gramm Butter in den Ofen, wo sie schmelzen kann. Die Stollen sind fertig gebacken und werden nun noch heiß mit der heißen Butter getränkt. Auch hier fragt man sich angesichts der vielen Butter, wie das gehen soll. Aber es geht. Man muss einfach geduldig die Stollen immer wieder mit der Butter einstreichen und sie saugen sich damit voll. Ich weiß nicht, wo sie bleibt, aber es funktioniert. Wenn etwas Butter daneben fließt, schiebt man sie unter den Boden. Und so weiter, bis alles aufgebraucht ist. Diesen Vorgang soll man am nächsten Tag mit weiteren 60 Gramm wiederholen, aber das habe ich sein lassen. Die Stollen haben zwar ein bisschen Arbeit gemacht, aber diese Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn sie schmecken fantastisch. Hier bestreue ich die Stollen zunächst mit Haushaltszucker und anschließend werden sie noch dick mit Puderzucker bestäubt. Das Schlimmste ist jetzt eigentlich nur noch die Wartezeit, bis man die Stollen anschneiden kann. Das hier ist die erste Scheibe, die ich am nächsten Tag mit sehr viel Genuss verspeist habe. Zusammen mit einer Tasse Kaffee war das nur ein Gedicht. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Hier ist das Rezept. Früchte: 500 Gramm Rosinen, 30 Gramm Rum nach Wahl bis 54%, 60 Gramm Orangat, 30 Gramm Zitronat, bei mir 90 Gramm kandierte Orangen,
30 Gramm Mandelsplitter, bei mir geröstet. Hauptteig, 210 Gramm kalte Butter, ungesalzen, 8 Gramm Salz, bei mir Meersalz, 80 Gramm Marzipan Rohmasse, eine halbe Bio-Zitrone, Schalenabrieb, eine halbe Vanilleschote, ausgekratztes Mark, 200 Gramm Mehl Typ 550. Vorteig: 200 Gramm Mehl, 50 Gramm Honig, 50 Gramm Hefe, 100 Milliliter Milch. Bei mir Marzipanfüllung, 200 Gramm Marzipan Rohmasse. Fertigstellung: 200 Gramm Butter direkt nach dem Backen, 60 Gramm Butter am nächsten Tag, Zucker zum Wälzen des Stollens. In Alufolie gewickelt und bei 10 bis 12 Grad gelagert ist der Stollen sehr gut haltbar und gewinnt mit der Zeit an Geschmack. Viel Erfolg beim Nachbacken und wie immer, guten Appetit!